Ich war tatsächlich ziemlich überrascht, als die Gründer mir das erste Mal die Idee erzählt haben, dass sie alle ihre Gewinnbezugsrechte herschenken könnten. Denn ich hätte jetzt erwartet, dass wenn jemand ein Unternehmen gründet, dass er versucht, auch tatsächlich eines Tages davon auch monetär zu profitieren. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht und auch beeindruckt. Mein Name ist Johannes und ich bin Senior Legal Counsel hier bei Sono Motors, also der Anwalt des Unternehmens Sono Motors. Die Sono-Punkte sind eigentlich dazu da, dass wir die Gewinne, die eigentlich den Gründern zustehen, gleichmäßig zwischen den Menschen aufteilen, die eben uns heute schon unterstützen, indem sie ein Auto anzahlen. Die Sono-Punkte erhältst du nur im Gegenzug zu einer Geldleistung. Das heißt, wenn du 9.000 € für einen Sion anzahlst, erhältst du einen Sono-Punkt. Wenn du 16.000 € für einen Sion anzahlst, bekommst du 2 Sono-Punkte. Und wenn du 25.500, also die Vollanzahlung leistest, bekommst du 3 Sono-Punkte. Wenn du bereits vor dem 1.12.2019 Unterstützer warst von Sono Motors, also schon einen Sion reserviert hattest, erhältst du einen extra Sono-Punkt. Das heißt, mit diesen 4 Sono-Punkten kannst du grundsätzlich einmal rechnen. Die kannst du aber nur behalten, wenn du tatsächlich später einen Sion kaufst und diesen Kaufvertrag nicht widerrufst. Nein, das kann man nicht. Eine Aktie hat ein Stimmrecht. Bei einer Aktie lege ich ja auch eine Art von Vermögen an. Es handelt sich aber bei den Sono-Punkten gerade nicht um eine Vermögensanlage. Die Sono-Punkte kann man nicht verkaufen oder belasten oder dergleichen, sondern das ist ein abgetretenes Recht, das nur dir zusteht. Das Einzige, was wir einräumen werden, ist eine Vererblichkeit. Das heißt, deinen Kindern oder wem auch immer du nach deinem Tod dein Eigentum vererbst, diese Menschen werden auch in Zukunft von den Gewinnen der Sono Motors GmbH profitieren. Die Sono-Punkte sind immer dann relevant, wenn den Gründern eigentlich Gewinne zustehen würden. Also wenn die Gründer Geld von der Sono Motors GmbH bekommen würden, aufgrund ihrer Anteile, bekommen nicht die Gründer dieses Geld, sondern alle Sono-Punkte-Inhaber. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Dividenden ausgeschüttet werden. Das ist der Fall, wenn das Unternehmen verkauft wird. Dafür gibt es eigentlich auch eine einfache Formel. Es sind deine Sono-Punkte, die dir persönlich gehören, durch die Sono-Punkte von allen mal dem Ausschüttungsbetrag, der den Gründern zusteht. Das ist das, was dir am Ende bei jeder einzelnen Ausschüttung monetär zustehen wird. Sobald du tatsächlich auch bezahlt hast, erhältst du von uns ein Vertragsangebot, beziehungsweise es muss nicht konkreter sein, vielleicht nicht von der Sono Motors GmbH selbst, sondern von einer Zwischengesellschaft, die wir für diesen Zweck extra gründen, die dir wiederum ein Vertragsangebot macht. In diesem Vertragsangebot werden die genauen Bedingungen geregelt werden, unter denen du die Sono-Punkte erhältst. Das bedeutet, dass du nicht von einem Reservierungsvertrag zurücktrittst. Das bedeutet, dass du den Sion später kaufst und diesen Sion auch abnimmst und nicht von deinem Widerrufsrecht Gebrauch machst. Wenn diese Fälle eintreten und noch weitere Details werden dort geregelt sein, wirst du die Sono-Punkte dauerhaft behalten können. Ab dem 21. Januar 2020 wird es auch bei einer Vollanzahlung nur einen Sono-Punkt geben. Bedeutet, für das gleiche Geld erhältst du momentan 4 Sono-Punkte oder später dann nur einen Sono-Punkt. Noch habe ich keine Sono-Punkte, sondern erst, wenn ich bezahlen kann. Das kann ich natürlich erst nach dem 20.01. Dann werde ich meinen Sion voll anzahlen. Also bin ich auch in diesem Pool dabei.
Ich sag, ohne meinem Anwalt sage ich nichts. Ich würde gendern, knallhart. Man kann alles miteinander vergleichen, aber nein. Das muss man schneiden, weil ich habe aus Versehen in die Kamera geschaut. Das sind aber private Informationen, die senden wir nicht.